Wenn ihr Weißkohl mögt, dann werdet ihr dieses Gericht lieben. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute gibt es ein richtig bodenständiges und aromatisches Gericht. Ein deftiges Weißkohl-Rindergulasch. Saftiges Rindfleisch, zarter Weißkohl trifft auf feurige Chili, frische Petersilie. Das ist ein Wohlfühlgericht, was nicht nur im Winter oder im Herbst schmeckt, sondern immer, wenn man Lust auf etwas Deftiges und Herzhaftes hat. So, die Zutaten dafür sind Rindergulasch, Weißkohl, Zwiebeln, Zitrone, passierte Tomaten, Sonnenblumenöl, frische Petersilie, Lorbeerblatt und an Gewürze haben wir hier Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Das Gericht lässt sich wunderbar vorbereiten und es schmeckt unglaublich gut. Also Schürze an und es geht jetzt los. Die Zwiebel habe ich schon geschnitten. Jetzt wird nur noch die Chilischote klein geschnitten und der Weißkohl. Dann gebe ich die gehackte Chili zu der Zwiebel. Die werden zusammen angebraten. So, jetzt der Weißkohl. Den Kohl haben wir jetzt fertig geschnitten. Sieht nach viel aus, aber nachher reduziert sich das. Und jetzt machen wir am Herd weiter. Zuerst werden wir das Fleisch anbraten. In einem großen Topf geben wir Sonnenblumenöl rein und lassen es erhitzen. Wenn das Öl erhitzt ist, dann lassen wir das Rindergulasch rundherum scharf anbraten. Nach etwa 4 Minuten gebe ich die Zwiebeln und die Chilischote dazu. Dann lassen wir die Zwiebel glasig werden. Es sind unglaublich gute Aromen entstanden. Es duftet so gut. Nun den Weißkohl hinzufügen und ein paar Minuten anrösten. Ach, wunderbar. Es duftet so gut in meiner Küche. Und man sieht, dass der Kohl sich schon reduziert hat. Das Gericht habe ich aus meinem Heimatland, Moldawien. Dort wird das ganze Jahr über gekocht. Im Sommer hat man frischen Weißkohl, im Winter den eingelegten. In Moldawien wird richtig viel eingelegt. Gurken, Tomaten, Wassermelone und Weißkohl in großen Mengen. Übersetzt auf Deutsch heißt es geschmorter Kohl oder gedünsteter Weißkohl. Und ich kann euch nur empfehlen, es schmeckt unglaublich gut und sehr einfach zu machen. So, jetzt werden wir die anderen Zutaten zufügen. Mit den passierten Tomaten aufgießen, mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Dann brauchen wir den Saft von einer halben Zitrone. Ein Lorbeerblatt noch zufügen, dann gut vermengen. Dann zugedeckt bei niedriger Temperatur etwa 1 Stunde schmoren lassen, bis das Fleisch zart wird. Hin und wieder auch umrühren.
Das Essen ist gleich fertig und es wird mit frisch gehackter Petersilie bestreut. Deswegen hacke ich schon mal die Petersilie jetzt. Dann lassen wir noch ein Minütchen schmoren. Das duftet so lecker. Es blubbert noch ein bisschen. Ja, und ich freue mich gleich, das leckere Weißkohl-Rindergulasch zu verzehren. Wusstet ihr, dass das leckere Gericht sich super einlegen und aufbewahren lässt? Hier habe ich ein paar Tipps für euch, wie ihr das leckere Weißkohl-Rindergulasch haltbar machen könnt und sicher lagern könnt. Dafür brauchen wir saubere, sterilisierte Schraubgläser. Das Gulasch direkt nach dem Kochen, kochend heiß, in das Glas füllen. Ein bisschen Platz bis zum Rand lassen, Deckel sofort aufsetzen und das Glas auf den Kopf stellen. Und noch besser ist, in einen Einkochtopf oder einen Backofen einkochen, um das Vakuum sicher zu erzeugen. Jetzt nur noch ein paar Informationen über die Haltbarkeit. Das leckere Weißkohl-Gulasch im Kühlschrank kalt stellen. Ohne Einkochen hält es 3 bis 6 Tage. Wenn die Gläser eingekocht sind, dann haben wir eine Haltbarkeit von 6 bis 12 Monate. Also kann man das ganze Jahr das leckere Gericht genießen. Nur kühl und dunkel lagern. Also jetzt werde ich meinen Teller anrichten, weil ich habe nämlich Hunger. Et voilà, das leckere Weißkohl-Rindergulasch ist jetzt fertig. Wir haben etwas für jetzt zu verzehren und wir haben hier auch für die Tage was zu verzehren. Also man kann die ganze Woche das leckere Rindergulasch genießen. Ja, übrigens, ich habe auch andere Rezepte, Kohlrezepte auf meinem Kanal. Schaut einfach mal rein. Und ihr findet bestimmt etwas, was euch hier gut gefällt. Ihr Lieben, über eure Kommentare würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen und ich würde mich freuen, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Diejenigen, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, auf den roten Button drücken und ihr werdet es nicht bereuen. Es gibt viel zu entdecken und viele leckere Sachen auf meinem Kanal. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi. We do it.